Hey, hey, smarte Bankkunden! Heute in diesem Video geht es um diese beiden Karten. Diese beiden Karten erhalten Sie kostenfrei, wenn Sie ein Konto bei Deutschlands größter und bekanntester Direktbank eröffnen. Und ganz speziell in diesem Video geht es um die Auslandsnutzung dieser beiden Karten. Also dann starten wir direkt nach dem Intro. Und wie gewohnt natürlich wieder ein Begleitartikel für Sie. Anhand dieses Begleitartikels gehen wir die Punkte zu den beiden Karten durch, gehen wir die Auslandsnutzung von der Inkliber durch. Warum ist das eigentlich die größte Direktbank Deutschlands? Preis, Leistung, Angebotsumfang und Service ist einfach so, dass viele Leute sich von dieser Bank angezogen fühlen. Gerade in Zeiten, wo jetzt neue Preisvergleiche rausgekommen sind und viele lokale Banken wieder die Gebühren angepasst haben. Einmal die Kontoführungsgebühr, eine ist etwas versteckter, haben einfach die Gebühren für solche lustigen Karten hier, für Visa, Mastercard, für Kreditkarten einfach angehört. Von daher könnte dieser Videoclip für Sie auch gleichzeitig eine Einladung sein, mal ein anderes Konto auszuprobieren, einfach schon mal anzulegen und zu gucken, hey, ist das was für mich, komme ich vielleicht mit einer Direktbank klar und was könnte es da besser geben als Deutschlands größte. Wir werden das in diesem Videoclip sehen. Eins vorweg, es ist Deutschlands größte, das heißt für die Inlandsnutzung, auf die wir jetzt hier in diesem Videoclip nicht eingehen wollen, ist sie absolut richtig top, richtig klasse. Wir gucken uns die Auslandsnutzung an. Sie wissen es, wenn Sie ein paar Videos zurückschauen, ich war in den USA, im Ausland und Erfahrungen dabei sind in diesen Artikel reingekommen. Und am Ende dieses Videoclips habe ich natürlich noch eine klasse Empfehlung für Sie. Schauen wir uns die Karte an. Welche Karte soll ich in welchem Land nutzen? Eins vorweg, es ist richtig cool, dass Sie mit einem Konto in zwei Kartensystemen drin sind. Einmal mit der Visa-Card bei Visa und mit der Maestro-Card, die bekannterweise ja zur Mastercard gehört. Von daher kann es Sinn machen, beide Karten mitzunehmen. Müssen Sie aber nicht, schauen Sie einfach an, wo es hingeht. Wenn wir in Ländern mit Euro als Währung sind, dann zur Kartenzahlung ist es egal, welchen Sie mitnehmen. Zum Bargeld abheben nehmen Sie immer die Visa-Karte mit. Also von daher, das ist so eine Faustregel, Bargeld abheben immer mit der Visa-Karte. Trifft ja nicht nur bei der Inkliber zu, trifft auch bei ein paar anderen guten Direktbanken zu. Bei den lokalen Banken ist es schon wieder umgekehrt. Ne? Da ist diese Visa-Karte teuer und Sie nehmen dann halt die Girocard. Von daher, wenn Sie von einer lokalen Bank zu einer Direktbank wechseln, wechseln Sie gleichzeitig im Kopf. Ihre Hauptkarte ist dann die Kreditkarte. Es gibt einen wichtigen Hintergrund damit, wenn Sie Zahlungen mit der Karte machen, verdienen Banken ungefähr 50% mehr interne Gebühren als mit dieser Karte. Von daher ist es so, dass Direktbanken diese Karte bevorzugen. Sie bieten Ihnen viele sind es gar nicht mehr, Direktbanken, die wenigen, die noch übrig geblieben sind und sich dauerhaft ihr Konditionsmodell darauf ausgerichtet haben, ein kostenfreies Girokonto anzubieten, legen großen Wert auf dieser Karte, weil sie einfach 50% mehr verdienen. Sie müssen ja irgendwo Geld verdienen, ganz klar. Und das ist dann mit der Kartennutzung von Visa Card oder von der Mastercard. In dem Fall die Inkliber hat die Visa Card. Es gibt eine kleine Besonderheit, wenn Sie irgendwas mit Rumänien oder Schweden zu tun haben, wenn Sie öfter oder länger hinfahren, kann das recht interessant sein, weil denn die Girocard einen kleinen Bonus ausspielt. Gehe ich nicht so stark darauf ein, so viele Leute gibt es vielleicht auch gar nicht. Was wir allerdings haben bei der Inkliber, was heißt allerdings, das ist total branchenüblich und verbreitet, ist das Auslandseinsatzentgelt. Auf jede Kartenzahlung in einem Land, wo nicht Euro die Währung ist oder eine Transaktion, die Sie nicht in Euro tätigen, außer Schweden und Rumänien, ja, werden 1,75% an Gebühr draufgeschlagen dafür, dass die Bank halt die Währung umrechnet. Ist branchenüblich, das machen 99,x% der Banken. Also haben wir es auch bei der Inkliber. Ich habe in die Tabelle noch den Verfügungsrahmen aufgeschrieben. Sie können mit jeder Karte 1.000 Euro am Automaten abheben und am besten, wir kommen zu den Details. Ich scroll mal etwas runter, da habe ich mich noch näher ausgeführt, gehen wir hier in die Details. Sie können natürlich alles in unserem Begleitartikel nachlesen. Hier zu Euroland habe ich schon was gesagt. Also von daher auch Top-Bank in Deutschland und wenn Sie sich hauptsächlich im Euroraum bewegen, ist es fast wie Deutschland, ja, weil wir dieselbe Währung mit uns teilen. Rumänien, Schweden habe ich was dazu gesagt. Jetzt zum Verfügungsrahmen und Kreditlimit. Ja, vielleicht auch dieses Bild, das ist ganz witzig, da habe ich in Kanada Bargeld abgehoben. Sie sehen das hier. Es gibt Länder, die haben nicht so viel Auswahl am Automaten wie bei uns, dass da große Scheine rauskommen. Gerade Nordamerika ist dafür bekannt.
Hier in Kanada gibt es nur 20-Dollar-Scheine und wenn Sie am Automaten viel Bargeld abholen, dann haben Sie ein ganzes Bündel von Geld und das kann dann beispielsweise vor einem Auto so aussehen. Das habe ich natürlich fürs Foto reingelegt. Stellen Sie kein Auto ab mit diesem Bonus drin. Wenn Sie mit beiden Karten unterwegs sind, 1.000 € halt Tageslimit. Sie können aber auch mehrmals am Tag abheben. In Kanada ist relativ verbreitet 1.000 $, dass man die auf einmal abheben kann am Automaten. Das sind umgerechnet etwas mehr als 700 €. Das heißt, Sie können nochmal nachlegen, können ein zweites Mal abheben. Und Sie haben 2 Karten. Das heißt, Sie können pro Tag mit den Karten aus dem Automaten 2.000 € in der Woche, 14.000 €, rechnen wir auf den Monat hoch, 60.000 €, wenn Sie es wollen, wenn Sie es brauchen, wenn Sie es haben, können Sie am Automaten rausziehen. Das ist schon ziemlich viel und überdurchschnittlich hoch. Ne? Nicht alle Banken haben auf den Karten so ein großes Limit. Wir haben aber ein Limit, was es betrifft mit Kartenzahlung. Da sind nämlich nur 4.000 € pro Woche möglich. Das hat wahrscheinlich Sicherheitshintergründe bei der Inkdiba. Wenn man jetzt allerdings in Familie verreist und dann den Flug bucht, ja, nehmen Sie an, Sie fliegen mit einer 5-köpfigen Familie rüber nach Amerika, dann kann das schon mal mehr als 4.000 € kosten. Ist das kein Problem. Sie können mich anrufen bei Ihrer Direktbank und sagen, ich hätte gerne eine Erhöhung auf das Limit auf diesen oder jenen Betrag. Der ist dann eine Woche gültig und dann wird es automatisch wieder auf die 4.000 € abgesetzt. Das hat sich einfach in den letzten Jahren bewährt, deswegen ist dieses System so. Für die meisten reicht 4.000 pro Woche aus, aber man kann sich das temporär erhöhen. Jetzt kommen wir zu meinen eigenen persönlichen Erfahrungen mit dieser Karte und die sind sehr lehrreich, vor allem weil bei mir so einiges nicht funktioniert hat, was allerdings vielleicht mehr an mir liegt als an der Bank, aber ich habe das im Detail hier ausgeführt. Ich kürze es aber ein bisschen ab, weil es soll in dem Video nicht so viel Raum einnehmen, wenn mal etwas nicht funktioniert, weil es im Üblichen funktioniert ziemlich relativ gut. Und ich löse auch auf, warum es bei mir nicht funktioniert hat und deswegen sozusagen das da eingefallen ist. Denn ich war in den Staaten und wollte mit der Visa-Karte zahlen und sie hat einfach nicht funktioniert. Und ich wusste nicht warum. Und dann habe ich dann zu dieser Karte gegriffen, zu der Maestro-Card, zu der Girocard. Und es hat auch an dem Zahlungsterminal nicht funktioniert. Ich bin etwas irritiert gewesen und bin dann in einen Supermarkt gegangen. Ja? Es gibt ja auch so Zahlungsterminals, zum Beispiel ich hatte bei einer Apotheke über 1.000 $ etwas bezahlen wollen und dann gibt es auch so Sicherheitsmechanismen, die dann auf einmal halt anschlagen. Also bin ich in den Supermarkt gegangen und habe etwas sehr Einfaches gemacht. Ich habe Postkarten gekauft, jetzt sehen Sie auch, wo ich war. Eine davon hat 20 Cent plus Steuer. Sie wissen das vielleicht, in den USA hat jeder Bundesstaat eine Steuer, deswegen hat sie 20 Cent plus Steuer, 22 US-Cent gekostet und dann ging die Zahlung mit dieser Karte durch. Dass das jetzt nicht so optimal war, sehen Sie gleich im Video. Mit dieser Karte hat aber es immer noch nicht funktioniert, 22 Cent mit der Karte zu bezahlen. Also ich war etwas unruhig und habe bei meiner Bank, bei der Inkdiba angerufen und ich wurde nach der Telefonpin gefragt. Ja, wenn Sie die Telefonpin nicht haben, gibt es keine Chance, dass Ihnen die Bank hilft. Also die Hilfe war dann insofern, dass mir der Banker gesagt hat, gut, dass die hier noch funktioniert. Wenn Sie Bargeld abheben, tun Sie einfach größere Beträge abheben, weil Sie haben bei dieser Karte nämlich einen Abhebebetrag, also diese 5 € Gebühr, was relativ üblich ist bei deutschen Banken. Nur bei dieser Bank, bei dieser Karte würde es jetzt nichts kosten, aber ohne Telefonpin kommen Sie nicht weiter. Deswegen ganz wichtig, eine Auflösung meiner Fehler. Ich hatte den Telefonpin nicht dabei, deswegen liegt sozusagen die Verursachung bei mir. Ja, kann die Bank nichts dafür. Die Bank kommt einfach ins System nicht rein, weil das System so vorgesehen ist, zur Dienst der Sicherheit, dass keiner anrufen kann sozusagen und sich als ihre Person halt ausgibt. Ja. Deswegen Telefonpin einfach dabei haben, aber bitte nicht irgendwie bei der Karte beilegen, weil Sie finden auch bei der Karte hinten, jetzt habe ich so ein Video gezeigt, oder muss man mal gucken, konnte man das im Video erkennen, meine Girokontonummer finden Sie natürlich hinten auf der Karte, also getrennt aufheben. Was natürlich passiert ist, ich habe natürlich, als ich zurück in Deutschland war, bei der Inkdiba angerufen, Telefonpin gesagt und dann hat man mir gesagt, ja, Sie haben einfach zu oft den PIN falsch eingegeben. Ich nutze die Karte, wenn Sie schon länger dabei sind, hier bei uns auf dem Kanal, wenn Sie länger in unserem Blog dabei sind, wissen Sie, dass ich die Inkdiba als Notfallkonto benutze und habe einfach ein paar Mal zu viel den
PIN falsch eingegeben, konnte mir natürlich das Zahlungsterminal nicht sagen, der Banker ohne meinen Telefonpin konnte es mir nicht sagen. Jetzt bei dem Telefonanruf wurde es zurückgestellt, die Fehlereingabe, das heißt, jetzt funktioniert sie wieder, ich kann damit wieder einkaufen gehen. Okay, also ich habe eine Postkarte zu 22 Cent mit dieser Karte bezahlt. Und das war nicht ganz so glorreich, weil wir haben hier oben gesehen in der Tabelle Auslandseinsatzentgelt und hier habe ich Ihnen farblich markiert, gibt es ein Feld, welches, wenn wir mit der Maus hier runtergehen, rot ist. 1,75%, wenn Sie jetzt 22 Cent, umgerechnet 19 Euro-Cent abgeben, fällt überhaupt kein Auslandseinsatzentgelt an, weil es einfach zu gering ist, wäre 0,003 noch was. Die Gebühr also würde es kaufmännisch auf 0 abgerundet sein. Das heißt, mit der Karte hätte man kein Auslandseinsatzentgelt bei Kleinbeträgen, mit der aber schon, weil hier ist eine Gebühr von mindestens 1 Euro dabei. Von daher hat mich die Postkarte jetzt 1,19 Euro gekostet. Ich wusste das natürlich schon vorher. Ich wollte es nur mal so an einem extremen Beispiel festmachen, dass Sie nicht mit dieser Karte kleine Beträge in Fremdwährung bezahlen, weil das wird dann einfach teuer. Das muss nicht sein. Entweder man hebt am Automaten Geld ab. Wir haben auch noch, das könnte ich Ihnen als Link unter das Video machen. In den USA gibt es natürlich auch einige Automaten, wo man kostenfrei jenseits, wird es jetzt zu kompliziert für diesen Videoclip, Sie kennen das, in einigen Ländern gibt es ein direktes Kundenentgelt, also wo der Automat eine zusätzliche Gebühr von Ihnen fordert und es gibt auch sozusagen, wir bauen da so eine Liste auf, wo in den USA freie Automaten sind. Nur so viel dazu, kleiner Ausflug. Wir gehen wieder jetzt zurück in unseren Artikel rein und schauen, was man Ihnen noch mit auf den Weg geben kann. Hier haben wir es nochmal bildlich, die Abbuchung und die Gebühr dazu. Und was ich gemacht habe zum Test, ich habe auch mit meiner DKB Visa Card auch eine Postkarte gekauft, deswegen habe ich jetzt hier auch 2 zu liegen. Und ja, in dem Sinne war es auch insofern interessant, weil es gibt einige Leute, die schätzen es und der Übersichtlichkeit wegen, sie bekommen ja beide Karten bei der Inkdiba und beide greifen auf das gleiche Girokonto zu. Das heißt, der Kreditkartenrahmen bei der Kreditkarte ist gleichzeitig ihr Guthaben auf dem Girokonto plus zuzüglich dem Dispo, falls Sie ein Dispo eingerichtet haben. Jede Transaktion, egal welche Karte, wird sofort vom Girokonto abgebucht und mindert sozusagen das Guthaben. Und Sie sehen so, was ist noch übrig, wie viel kann ich im Monat noch agieren. Sofort, jetzt bei der Auslandszahlung habe ich festgestellt, es gibt Tagunterschiede. Also ich habe die Karten tatsächlich Sekunden nacheinander bezahlt, die Zahlung, das war recht interessant an der Kasse. Aber die Amerikaner, die machen sowas schon mit. Auf dem Konto sieht man aber unterschiedliche Buchungstage. War die Inkdiba halt etwas später, vielleicht ist deswegen auch der Kurs ein bisschen anders gekommen. Macht aber nichts, der Unterschied ist wirklich klein und fein. Und das ist sozusagen der Vollständigkeit. Tipps zur Nutzung zum Ausland. Ich habe nochmal reingeschrieben, es ist wirklich eine wunderbare Bank. Und die Geschichte, dass es bei mir nicht so funktioniert hat, lag natürlich an mir. Ich habe den PIN falsch eingegeben, ich habe die Telefonpin nicht dabei gehabt. Das sind so Sachen, das darf man mit dabei haben, deswegen auch als Tipp Telefonpin mitnehmen. Was ich immer mal gefragt werde, ist, muss man die Reise anmelden? Bei der Inkdiba nicht. Es gibt tatsächlich Banken, da funktionieren die Karten im Ausland nicht oder werden auf einmal gesperrt, wenn sie im Ausland einsetzen, weil da einfach die Sicherheitsregularien das so vorsehen. Das ist bei der Inkdiba nicht. Sie können einfach losfahren und nehmen ihre Karte mit und sie haben andere Systeme. Das haben wir nicht. Und ja, das habe ich eben gesagt, 2 Karten auf ein Konto und es ist auf jeden Fall eine wunderbare Bank. Aber es ist die beste Bank, wenn man im Ausland länger ist, wenn man im Fremdwährungsausland ist, also in der Eurozone, hervorragend, wenn man im Fremdwährungsausland ist. Je nachdem, wie viele Videos Sie von mir gesehen haben, wissen Sie, dass ich meine Hauptkreditkarte im Ausland eine andere ist. Und die habe ich Ihnen jetzt hier im Artikel mal gegenübergestellt. Die Visa-Card der Inkdiba und die Visa-Card der DKB. Sie haben natürlich eine Gemeinsamkeit. In Euro gar kein Problem. Kostenlos Bargeld aus dem Automaten ziehen, kostenlos mit der Karte zahlen. In allen anderen Ländern gibt es einen Unterschied. Abheben, kein Thema. Beide Banken berechnen Ihnen dafür keinerlei Gebühr. Aber, jetzt kommt's, bei der Inkdiba sind halt diese 1,75% Auslandseinsatzentgelt drauf und bei der DKB faktisch nicht. Ich sage immer lieben gern faktisch dazu, weil es wird zuerst berechnet und am Monatsende erstattet. Wir haben dazu extra Video, extra Artikel. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn Sie beispielsweise 1.000 Euro umsetzen mit der Karte, ja, oder abheben.
dann ist es ein Vorteil von 17,50 Euro pro 1000 Euro. Haben oder nicht haben. Das ist die Frage. Verfügungsrahmen, nochmal hier in Führungsstellen, Sie wissen jetzt, Sie können auch die 4.000 Euro temporär erhöhen. Bei der Inkdiba ist der sowieso hoch, der ist also sowieso hoch kann man nicht sagen. Er ist immer das, was Sie auf die Karte eingezahlt haben. Sie können Geld einzahlen auf die Karte, kriegen Sie aktuell auch noch ein paar Zinsen drauf, plus den Kreditrahmen. Wenn Sie das Konto neu eröffnen, kann es sein, dass es erstmal bei 500 Euro ist als Kunde, wo die Bank noch nicht weiß, wie entwickelt sich das. Plus der Einzahlung zahlen Sie 2.000 Euro rauf, haben Sie einen Kreditrahmen von 2.500 Euro. Wenn Sie es als Gehaltskonto nutzen sollten, was Sie nicht brauchen für die kostenlose Kontoführung, was Sie aber machen können, dann erhöht sich natürlich der Kreditrahmen, kann bis zu 15.000 Euro raufgehen und wenn Sie jetzt noch 10.000 Euro zusätzlich einfach aufzahlen, liegt der Kreditrahmen bei 25.000 Euro und Sie brauchen weder mit der Bank telefonieren oder aushalten. Sie können aber auch im Online-Banking noch andere Limits einrichten. Das wäre aber für dieses Video zu viel. Gehen Sie einfach selber ins Online-Banking rein, wenn Sie die Karte schon haben. Wenn nicht, haben wir hier jeweils einen Link, wo Sie Konto und Karte beantragen können. Spannend ist jetzt noch, also der Verfügungsrahmen für Bargeldabhebung ist bei beiden Banken gleich, die 1.000 Euro. Da hat die eine weder einen Vorteil noch der andere. Was recht spannend ist, warum ich auch die DKB Visa-Karte super gerne mag, Sie haben eine Option für Hilfe, wenn Sie in Notfall geraten. Das kann im Ausland gerade sinnvoll sein. Es gibt Notfallkarte und Notfallbargeld. Und mir ist das nämlich schon mal passiert, dass ich die Karte verloren habe. Dazu habe ich hier einen Artikel produziert für Sie, eine Anleitung, wie funktioniert das mit der Notfallkarte, wie funktioniert das mit dem Notfallbargeld. Wenn das für Sie interessant ist, gehen Sie einfach in den Artikel rein und da habe ich natürlich auch wieder ein Video produziert. Zurück zu unserem heutigen Artikel. Wenn Sie von diesem Video inspiriert sind und sagen, okay, die eine Karte habe ich schon, die andere aber noch nicht, ich will sie ergänzen, dann ist es nämlich eine gute Sache. Ein Vorschlag noch dazu. Bei der DKB ist es so, dass sich der Dispo berechnet, dadurch durch den tatsächlichen Gehaltseingang. Das heißt, hier macht es Sinn, wenn Sie dieses Konto öffnen, tatsächlich Ihr Gehalt raufzulegen. Nicht, weil es dann kostenlos ist. Kostenlos ist es auf jeden Fall, sondern weil einfach Ihre Kreditlinie steigt, Ihr Verfügungsrahmen auf den Karten. Bei der Inkdiba ist das anders. Bei der Inkdiba ist es so, dass Ihr Dispo, wenn Sie einen einrichten möchten, aufgrund vom Gehaltsnachweis eingerichtet wird. Das heißt, Sie können, wenn Sie in Not und Brot stehen, mit einem einzigen Gehalt, was Sie bekommen, bei 2 Banken sich eine schöne Kreditlinie besorgen. Das ist ein wundervoller Tipp, den wir auch auf unserem Portal ausführlicher schon behandelt haben. Ich werde Ihnen auch einen Link unter dieses Video dazu packen, damit Sie da direkt reinkommen. Aber jetzt, wo ich es jetzt gesagt habe, wissen Sie schon alles, was Sie eigentlich dazu wissen brauchen. Die Links zum Beantragen habe ich Ihnen hier hin. Klicken Sie einfach auf, kommen Sie direkt auf die Webseite. Um den Inhalt noch zu vertiefen, noch besser zu machen, bin ich natürlich immer gespannt, was sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie die eine Karte schon? Wie ist es bei Ihnen in der Auslands- und was haben Sie für Erfahrungen? Haben Sie aus Ihrer tagtäglichen Nutzung oder aus Ihrer Urlaubs- oder Geschäftsreisenutzung Erfahrungen, die Sie gerne mit uns teilen können oder wollen? Haben wir natürlich hier unten ein Kommentarfeld. Da freue ich mich immer super gerne über Kommentare und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über auch eine Sternchenbewertung hier. Vor allen Dingen liebe ich die 5 Sterne. Das wissen Sie, das Video, was wir jetzt gerade aufnehmen, das werden wir Ihnen hier reinbringen. Und damit schließe ich auch den Beitrag für heute. Vielen, vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zu Ende geschaut haben. Freuen Sie sich schon auf nächste Woche. Es wird wieder ein tolles Video für Sie produziert. Ich liebe es einfach für die smarten Bankkunden, die mir folgen, die sich arrangieren, die kommentieren, die bewerten, die auch ihr Feedback, ihre Erfahrung mit uns teilen, wieder für unsere Gruppe was reinzugeben, ein cooles Video zu machen. Vielen Dank, dass Sie mit an Bord sind und dann bis nächsten Sonntag.